Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Unser Blick schweift über die unendlichen Weiten einer Wüstenlandschaft, die Dünen, die am Horizont enden, und verheddert sich förmlich in der Mitte des Bildes an einem Haufen von Treibholz, der bizarr, trocken und dürr an Bäumen, an abgestorbenen hängen geblieben zu sein scheint. Ganz unverwandt gleitet unser Blick weiter und kommt auf wohl sortiertem, geordnetem Werkzeug in einem Kästchen zu ruhen, das gleichzeitig wie ein Häuschen mit rotem Schindeldach in dieser Wüstenlandschaft zu stehen scheint. Auf dem Dach hockt, ruhig, in sich gekehrt, ein zerbrechliches, zartes Geschöpf eines Lachtäubchens, als würde es rasten. Sonderbar, eigentümlich, wie in einem Traum werden hier Elemente, die metaphorische Dimension in sich zu tragen scheinen, uns angeboten und laden uns ein, diese Landschaft im Geiste zu durchwandern. Thuyen heißt die Künstlerpersönlichkeit, die dieses Bild verantwortet. Eigentlich mit bürgerlichem Namen Marie Czerminowna, 1902 in Prag geboren, wird sie sich mit 17 Jahren von ihrer Familie lossagen und damit das bürgerliche, konventionelle Leben verlassen. An der Schule der angewandten Künste ausgebildet, wird Marie Czerminowna Mitbegründerin des Poetismus in Tschechien, eine Kunstrichtung, die sehr lokal abgegrenzt anzutreffen ist. Die Kunst, die Dichtkunst, das Leben. Eine Form, die immer wieder in die Nähe des Surrealen gebracht wird. 1922 lernt Marie Czerminowna, die mal in Männerkleidern, mal in Frauenbekleidung auftritt, zwischen den Geschlechtern sich souverän bewegend, in der Avantgarde Tschechiens akzeptiert, aufgenommen und als Künstlerpersönlichkeit sich etabliert habend, ganz selbstverständlich auftretend. 1922 lernt Marie Czerminowna den Dichter Jindřich Syrský kennen, mit dem sie einige Jahre später, nämlich 1925, gemeinsam nach Paris geht. Die beiden Freunde werden in den Dunstkreis des französischen Surrealismus geraten. André Breton, Paul Éluard. Die Ideen der Psychoanalyse eines Dr. Sigmund Freud, das Ausloten des menschlichen Unbewussten, das war der Ausgangspunkt. Und viele Surreale werden dieses weite Land für sich durchwandern und als Möglichkeit sehen, uns assoziativ Angebote zu machen. Umso interessanter, als Marie Czerminowna inzwischen sich als Thuyen benennend, abgeleitet vom französischen Wort Citoyen, ein geschlechtsneutraler Begriff für Bürger, wird die Künstlerpersönlichkeit nach Prag kommen, sehr erfolgreich in großen Ausstellungen sich betätigen. Ihr Werk wird wahrgenommen, sein Werk wird gesehen. Thuyen kehrt 1939 nach dem Überfall der Nationalsozialisten in Tschechien nach Paris zurück, auch um den Stalinismus zu fliehen. Allerdings, das Glück währt nicht lange, auch in Paris werden die Nationalsozialisten mit Konsequenz alle verfolgen, die nonkonformistisch, nicht gesellschaftlichen Bildern entsprechend ein Leben leben, das der heteronormativen Dimension nicht entspricht und eine Kunst hervorbringen, die, gelinde gesagt, unverständlich ist für jeden, der naiv die süßliche Ästhetik der faschistischen Kunst bevorzugt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Thuyen sehr erfolgreich als Illustrator, als Illustratorin von 500 Buchwerken auftreten und in vielen großen Ausstellungen ihre Werke präsentieren.
Troyen, eine Künstlerpersönlichkeit, die für uns fast paradigmatisch ein Leben vorweist und zeigt, dass über die Kunst, über das Aus sich Schöpfen vieles von dem vorwegnimmt, was uns nach und nach selbstverständlich wird, nämlich es gibt nicht nur die beiden dichotonen Pole, männlich und weiblich, sondern alle Nuancen und Schattierungen dazwischen. Das, was wir heute als Gender-Diskussion bezeichnen würden, das, was als LGBT-Bewegung nach und nach auf Akzeptanz stößt und beweist, auch die Kunst als wichtiger Beitrag dazu, dass sich Gesellschaften wandeln im Sinne eines Humanismus, einer Aufgeschlossenheit und der Menschenrechte. Troyen als wichtiger Beitrag. Heute treffen wir sie in Paris noch am Cimetière de Batignolles. Wir treffen sie vor allem aber auch mit einem wichtigen Werk in den Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.